Hi Braufreunde, ich bin Thomas von Leuktalbräu, der Hobbybraukanal. Heute zeige ich euch wieder mal den Tap-Cooler, jetzt in einer anderen Anwendung, und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch gleich. Ja, hier der Aufbau. Ich habe hier aus meinem Fermentasaurus das Jungbier umgedrückt in meinen Keg, und leider habe ich nur einen 19 Liter Keg und dann ist noch 4 Liter jetzt übergeblieben. Was mache ich damit? Tap Cooler, ganz einfach. Das Bier ist schon vorkarbonisiert, von daher kann ich es dann auch direkt in die Flaschen abfüllen und da nachreifen lassen. Hier haben wir jetzt 0,75er Sektflaschen, alles schon soweit aufgebaut. Druck auf meinem Fermentasaurus drauf, den Zapfhahn, den Ultratap schon angeschlossen, hier mit dieser Verlängerungsleitung. Hier ebenfalls von der CO2-Flasche mein Druck drauf. Dann geben wir Druck drauf. Öffnen den Bierhahn und können hier mit unserem Ventil dann den Fluss regulieren. So, Bierhahn zu. Und wer möchte, kann jetzt hier oben im Steigraum noch ein bisschen CO2 zugeben. Muss man nicht, kann man machen. Und dann verkorken. So, das war's. Im Prinzip habe ich jetzt hier meine 5 Flaschen abgefüllt, auch in recht guter Zeit. Also das geht recht fix, und vor allen Dingen hier mit der Verlängerung mit dem Schlauch ist das eine ganz tolle Sache. Je nachdem könnte er vielleicht ein bisschen länger sein, aber kann man nach Bedarf auch verlängern. Das ist ein ganz normaler Schlauch, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über einen Kommentar, und falls ihr noch kein Abo habt, Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.